Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Inside, Tagesschau, zwischen Nachrichten und Meinungsmache von Alexander Teske bietet einen faszinierenden und kritischen Einblick hinter die Kulissen einer der wichtigsten Nachrichtensendungen Deutschlands. Das Buch beleuchtet, wie Nachrichten in der Tagesschau ausgewählt, aufbereitet und präsentiert werden und geht gleichzeitig auf die Gratwanderung zwischen objektiver Berichterstattung und möglicher Meinungsmache ein. Der Autor, der langjährige Erfahrung im Nachrichtensektor aufweist, schildert anschaulich, mit welchen Herausforderungen Redakteurinnen und Redakteure konfrontiert sind und wie viel Verantwortung sie in ihrem Alltag tragen. Leserinnen und Leser erfahren nicht nur, wie Kolleginnen und Kollegen mit politischem und gesellschaftlichem Druck umgehen, sondern auch, wie sich die Nachrichtenlandschaft in einer digitalisierten und polarisierten Gesellschaft verändert. Dabei wird deutlich, wie komplex und oft widersprüchlich das Streben nach Ausgewogenheit und Wahrheit in der aktuellen Medienwelt ist. Teske lässt nicht nur Mitarbeitende und Insider zu Wort kommen, sondern bezieht auch die Perspektiven der Zuschauerinnen und Zuschauer mit ein. Dadurch entwickelt sich ein differenziertes Bild, das Verständnis schafft für die wichtige Rolle journalistischer Berichterstattung, aber auch Schwächen und Risiken klar benennt. Das Buch fordert zu mehr Medienkompetenz und kritischer Auseinandersetzung mit Nachrichteninhalten auf. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Redaktionsprozesse im Detail. Das Buch eröffnet exklusive Einblicke in die täglichen Abläufe und Strukturen der Tagesschau-Redaktion. Alexander Teske beschreibt, wie Themenauswahl, Quellenprüfung und Nachrichtenaufbereitung ablaufen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einzelnen Ressorts, deren Zusammenarbeit und die Hierarchien, nach denen entschieden wird, welche Meldungen in die Sendung kommen. Teske erklärt, wie das Redaktionsteam mit der Knappheit der Sendezeit umgeht und wie sie Prioritäten setzen müssen. Zudem illustriert er, wie journalistische Standards, etwa hinsichtlich Transparenz und Faktenprüfung, zum Tragen kommen. Dieses detaillierte Bild zeigt, wie anspruchsvoll es ist, täglich aktuelle, relevante und glaubwürdige Nachrichten zu präsentieren. Vor allem angesichts der Masse an Informationen, die jeden Tag verarbeitet werden müssen. Zweitens: zwischen Objektivität und Meinungsmache. Ein zentrales Thema des Buchs ist der Umgang mit Objektivität. Teske analysiert, wie schwer es für Journalistinnen und Journalisten ist, Berichterstattung vollständig frei von persönlichen Einschätzungen oder gesellschaftlichen Trends zu halten. Der Autor zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie leicht es passieren kann, dass durch Wortwahl, Gewichtung oder Auswahl der Nachrichten unterschwellige Meinungen oder Narrative transportiert werden. Leserinnen und Leser lernen, wie die Redakteure versuchen, diese Risiken zu minimieren und welchen Anfeindungen sie ausgesetzt sind, wenn Zuschauerinnen und Zuschauer sie einer vermeintlichen oder tatsächlichen Meinungsmache bezichtigen. Das Thema Fake News, Vertrauensverlust und die Rolle sozialer Medien werden ebenso behandelt. Teske plädiert für mehr Transparenz und Selbstreflexion im Journalismus. Drittens: der Einfluss externer Faktoren. Im dritten großen Themenblock beleuchtet Teske den Einfluss, den Politik, Wirtschaft und Ideologien auf die Berichterstattung nehmen können. Das betrifft beispielsweise den Umgang mit Regierungspressekonferenzen, Lobbyismus oder Public Relations. Das Buch zeigt, wie sensibel Redakteure darauf achten müssen, nicht unkritisch die Interessen politischer oder wirtschaftlicher Akteure zu übernehmen. Die Leser bekommen ein Gespür dafür, wie komplex und schwierig es ist, unabhängig zu berichten, wenn gleichzeitig ein hoher Zeitdruck herrscht und mediale Aufmerksamkeit wichtige gesellschaftliche Fragen beeinflussen kann. Die Fallbeispiele machen deutlich, wo Manipulationsversuche stattfinden und wie die Redaktion darauf reagiert. Viertens: Medienkompetenz und Eigenverantwortung der Zuschauer. Teske fordert im Buch zu mehr Medienkompetenz und kritischem Umgang mit Nachrichten auf. Er erläutert, wie wichtig es ist, als Konsument von Nachrichten nicht alles ungeprüft zu glauben, sondern sich aktiv mit unterschiedlichen Quellen auseinanderzusetzen. Das Buch liefert Anleitungen, wie man Nachrichteninhalte hinterfragen und eigene Meinungsbildung schärfen kann. Leserinnen und Leser werden motiviert, eigene Recherchekompetenz zu entwickeln
Quellen zu prüfen und Argumente abzuwägen. Teske betont, dass Medienfreiheit auch Verantwortung auf Seiten der Zuschauer bedeutet, wenn es darum geht, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie zu stärken. Schließlich die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Journalismus. Abschließend wirft Teske einen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich öffentlich-rechtliche Nachrichtenangebote wie die Tagesschau künftig auseinandersetzen müssen. Digitalisierung, Social Media, Fragmentierung der Informationskanäle und der anhaltende Vertrauensverlust in Medien erfordern neue Strategien. Das Buch analysiert, wie sich die Tagesschau für jüngere Zielgruppen öffnen kann, sowie mehr Transparenz und Partizipation ermöglicht. Ein Ausblick auf Reformen und Innovationen, von neuen Formaten über multimediale Ansätze bis hin zur Stärkung der journalistischen Ethik, zeigt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ständig weiterentwickeln muss, um seine gesellschaftliche Bedeutung zu behalten. Zusammenfassend: Inside Tagesschau. Zwischen Nachrichten und Meinungsmache von Alexander Teske empfiehlt sich besonders für alle, die ein tiefes Verständnis dafür entwickeln möchten, wie Nachrichten gemacht werden und welche Herausforderungen heute mit moderner Berichterstattung verbunden sind. Dieses Buch richtet sich an medieninteressierte Leser ebenso wie an Studierende der Kommunikationswissenschaften, angehende Journalistinnen und Journalisten, aber auch Menschen, die sich häufiger fragen, ob und wie sie Nachrichten überhaupt noch vertrauen können. Die Lektüre bietet die seltene Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken und zeigt eindrucksvoll, wie komplex und verantwortungsvoll der Alltag in einer Nachrichtenredaktion ist. Leserinnen und Leser erhalten praxisorientierte Einblicke in die journalistische Arbeit und lernen, Medieninhalte kritischer und kompetenter zu bewerten. Durch die Vielzahl an Beispielen und den fundierten Blick auf gesellschaftliche sowie technologische Entwicklungen liefert das Buch Orientierung in einer Zeit, in der Fake News und Meinungsmache Alltag geworden sind. Wer dieses Buch liest, kann davon profitieren, eigene Medienkompetenz und Urteilskraft zu stärken. Eine der wichtigsten Fähigkeiten im 21. Jahrhundert. Statt ein weiteres allgemeines Medienkritikbuch zu wählen, bietet Inside Tagesschau ein Insiderbild mit praktischen Tipps und kontextuellen Einordnungen und ist damit eine Investition in ein relevantes und lebensnahes Wissen. Wenn Sie unterstützen möchten, Alexander Teske, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.